Herzlich willkommen bei Einfach Genial. Wir wollen Ihnen heute zeigen, wie Sie Ihr ganz normales Fahrrad elektrisch aufrüsten können. Da kommen Sie sogar Steigungen wie diese hier spielend leicht hoch. Elektrofahrräder, bei denen der Fahrer nur beim Treten vom Motor unterstützt wird, nennt man Pedelecs. Der Elektromotor kann im Vorderrad, im Hinterrad oder auch in der Tretkurbel sitzen. Die Geschwindigkeit ist auf 25 Stundenkilometer gedrosselt. Hochwertige Pedelecs bekommt man ab 2.000 €. Aber günstiger soll es mit einem sogenannten Umrüstsatz sein. Damit kann man sein seit Jahren geliebtes Fahrrad angeblich ganz leicht zu einem Pedelec umbauen. Wie es funktioniert und was man dabei beachten muss, das wollen wir heute für Sie testen. Beim Verein Extra Energy im thüringischen Tanner holt sich Arne Expertenhilfe. Hannes Neupert und sein Team führen unabhängig von Herstellern Tests von Elektrofahrrädern durch. Das Angebot ist riesig. Damit sich Käufer orientieren können, vergibt der Verein für empfehlenswerte Räder ein solches Siegel. Herr Neupert, ich habe mein Fahrrad dabei und einen Umrüstsatz, mittlere Preisklasse. Da ist alles drin. So, und gucken wir jetzt mal rein. Was muss man denn beachten, wenn man aus seinem Fahrrad einen Pedelec machen will, mit so einem Umrüstsatz? Erstmal den richtigen Umrüstsatz finden, der für das auch passt. Darüber hat sich Arne vorher bei dem Hersteller des Umrüstsatzes informiert. Für 1.000 € bekam er dann ein komplettes Hinterrad mit Motor, einen Akku, einen Akkuhalter und jede Menge Elektronik und Sensorik. Und das muss Arne jetzt an seinem Mountainbike anbauen. Das heißt, Hinterrad wechseln. Die Elektronik und den Akku anbringen, Tacho und Anschalter am Lenker befestigen und alles mit Kabeln verbinden. So, und ich habe keine zwei linken Hände, aber auch keine zwei rechten. Irgendwo so in der Mitte. Aber es müsste trotzdem hinhauen, ja? Werden wir gleich sehen. Ja. Also es soll ja leicht sein und es soll 3 Stunden dauern. Okay, dann gucken wir jetzt auf die Uhr. Los geht's. Laut der 16-seitigen Bedienungsanleitung muss Arne jetzt das Hinterrad ausbauen. Das war der erste Schritt. Im thüringischen Tanner will Arne sein Mountainbike zu einem Pedelec umrüsten. Das Hinterrad mit Motor ist inzwischen eingebaut. Okay. Herr Neupert, jetzt habe ich hier einen Hinterradmotor. Soll besser sein als Vorderrad, also was man so hört. Ja, also zum Nachrüsten ist auf jeden Fall ein Hinterradmotor empfehlenswerter. Warum? Weil am Hinterrad sowieso die Lasten eingeleitet werden vom Treten. Das heißt, der Hinterbau ist sehr steif und sehr stabil gebaut. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die zusätzliche Motorleistung auch vom Hinterbau ausgehalten wird. Okay, Wenn ich jetzt hier vorne zum Beispiel einen Motor einbaue, dann habe ich das Problem, dass die Gabel vielleicht nicht dafür ausgelegt ist. Es gibt also Kräfte, die am Fahrrad zerren. Genau. Und die Frage ist, ob das Fahrrad das aushält. Arne hat also mit der Auswahl eines Hinterradmotors schon mal alles richtig gemacht. Als nächstes wird der Geschwindigkeitsmesser angebracht. Ein Magnet an den Speichen und ein Sensor, der die Umdrehung misst. Dabei stoßen die beiden auf ein Problem. Das ist ja zu weit weg, ne? Viel zu weit weg. 4 mm sollte zwischen Magnet und Sensor sein. Aber guck mal, das ist ganz anders hier. Ja, ich habe es falsch gemacht. Das muss ans Vorderrad. Ja. Sehr schön. Aus Fehlern wird man klug. Man sollte die Bedienungsanleitung immer vorher lesen. Ja, Herr Neupert, vielen Dank für den Tipp. Bei einem Pedelec springt der Motor nur an, wenn der Fahrer in die Pedale tritt. Dafür muss jetzt der Trittsensor installiert werden. Der misst mit diesem Sensor die Pedalumdrehung, um sicherzustellen, dass der Motor nur geht, wenn Sie auch treten. Dieses Bauteil soll mit Magneten am inneren Kettenblatt angebracht werden. Wie das jetzt halten soll, ist mir auch noch schleierhaft, weil eigentlich sind Ritzel aus Aluminium. Wir können ja mal gucken. Also theoretisch soll ich diese beiden Teile hier so innen verbinden. Ja, die halten an den Schrauben. Man kann es ranbringen, es hält. Frage ist, wie gut. Weiter geht es mit dem Anbau der Akkuhalterung. Die kommt dahin, wo am Rahmen auch ein Trinkflaschenhalter eingebaut werden kann. Arne hat sich bei seinem Umbausatz für einen größeren Akku entschieden, der laut Hersteller 60 bis 80 Kilometer Reichweite hat. Generell bei den angegebenen Reichweiten empfehle ich einfach mal die Hälfte abzuziehen. Also wenn da 80 Kilometer steht, kommen Sie vielleicht 40 Kilometer weit, weil die Reichweite hängt an sehr vielen Faktoren. Und Hersteller nehmen da eher so mal auf der Ebene mit Rückenwind die Reichweite, die man damit erreichen kann. Ist klar, klingt besser, ne? Okay, als nächstes kommt das Display ran.
Und dann können wir vielleicht auch schon bald die erste Fahrt hiermit machen. Zurück beim Fahrradumbau. Arne und Hannes Neupert haben inzwischen das Display angebracht. Jetzt müssen alle Kabel miteinander verbunden werden. Das Gute an Arnes Umrüstsatz: zu jedem Stecker passt nur eine Buchse. Man kann also nichts verkehrt machen. Jetzt geht es darum, all diese Kabel so zu befestigen, dass sie uns nicht stören, dass wir trotzdem Fahrrad fahren können. Das gelingt mit Hilfe von Kabelbindern, die im Umrüstsatz enthalten sind. Bis hierhin war das alles recht logisch und nicht so kompliziert. So. Wenn wir jetzt noch den Akku einbauen, ist aus meinem Fahrrad ein Pedelec geworden. Ja. In ungefähr 2,5 Stunden. Das ist erstaunlich. Der erhabene Moment, die Stromversorgung und fertig, ne? Anschalten, richtig? Hier Ja. außen. Jetzt wird spannend. Und dann müsste, nee, vielleicht hier rauf oder wie? Genau, das gibt hier noch einen zweiten Anschalter. Jawohl. Gut. Zack, Batterie ist voll, läuft, sehr schön. Dann wollen wir mein Pedelec mal testen. Ja. Doch bevor es ans Fahren geht, führen die beiden einen sogenannten Ergonomietest durch. Das Fahrrad ist beim Umbau nämlich schwerer geworden. Ob man es jetzt zum Beispiel noch aus dem Keller tragen kann, soll die Normtreppe zeigen. Jetzt da hoch und hier wieder runter. Okay. Oh, alles klar. Das ist ein Rad, wo es eigentlich ein bisschen besser geht, weil Man kann so rum, Batterie ne? vorne ist und Motor hinten. Aber es ist trotzdem, es ist ganz schön schwer. Wie viel ist das jetzt mehr? 6 bis 8 Kilo, ist das schwerer? Okay, ja, das sollte man vielleicht doch als Faktor bedenken, bevor man so ein Ding baut. Ja, und wäre zum Beispiel die Batterie auf dem Gepäckträger gewesen, wäre es ganz schwierig gegangen. komm ich da Hätte das alles gar nicht mehr hoch. vorne hochgehoben. Ja. Ja, okay. Herr Neupert, ich setze einen Helm auf. Jetzt geht es auf die 14,5 Kilometer lange Teststrecke. Arne auf seinem umgebauten Pedelec. Hannes Neupert zum Vergleich mit einem normalen Fahrrad. Arne kann mit der Motorkraft seines Pedelecs fast durchgängig Höchstgeschwindigkeit fahren. Jeder Tritt in die Pedale wird elektrisch unterstützt. So, warten wir mal. Also ich bin wirklich positiv überrascht. Alle Teile, die wir angebaut haben, halten. Auch die Schläuche, die wir hier verteilt haben. Das sieht alles echt gut aus und funktioniert und macht Spaß. Herr Neupert, wollen wir mal tauschen? Wäre ja nur fair. Ja, sehr gerne. Dann fahre ich noch mal zum Vergleich das und Sie das hier. Und dann bin ich mal gespannt auf Ihre Expertenmeinung. Okay, Ich hab's. jetzt sieht es wahrscheinlich andersrum aus. Ah. Oh ja, oh Gott, man merkt da gleich schon den Unterschied. Hannes Neupert ist auf dieser Strecke quasi zu Hause. Seit über 20 Jahren testen er und sein Team hier Elektroräder. Er will einen ersten Eindruck vom Fahrverhalten gewinnen. Auch die Sicherheit und Stabilität der Bauteile des umgerüsteten Fahrrades kann er auf dieser kleinen Runde schon beurteilen. Boah, ist echt gemein. Wenn man dann wieder auf dem Normalen sitzt, ist es, als würde man mit angezogener Handbremse fahren. Was meinen Sie denn als Experte zu unserem umgebauten Elektrofahrrad? Ja, es fährt eigentlich ziemlich gut. Ja, Es hat halt so gewisse Einschränkungen. Ich mache mir halt einfach Sorgen, dass es hier mal abbricht. Wenn es meins wäre, ich würde es mal mit Klebeband sichern, dass es mir nicht einfach runterkracht. Ja. Die Anzeige ist auch sehr unpräzise. Die zeigt jetzt zum Beispiel wieder voll an. Und vorhin war sie mal bei 2 Strichen, als ich den Berg hochgefahren bin. die springt also. Das heißt, die ist nur so eine Schätzhilfe. Jetzt fahren wir gleich noch mal hier die Königsdisziplin hoch, diese Steigung. Was haben wir denn hier so? Was schätzen Sie? Das sind ungefähr 14% an der steilsten Stelle. 14%? Ja. Okay, na gut, das muss jetzt auch noch sein. Wir tauschen noch mal, okay? Ich sehe schon, es macht Ihnen Spaß. Tut mir leid, ja genau. Die Herausforderung müssen wir noch annehmen und Ihnen. Im thüringischen Tanner wird Arne eine 14-prozentige Steigung auf seinem zum Pedelec umgebauten Mountainbike absolvieren. Spätestens bei solch einer Steigung kann der Fahrer die Kraft des eingebauten Motors genießen.
Kein Wunder, dass Pedelecs immer beliebter werden. Ob ein komplettes Rad besser als ein Umrüstsatz ist, hängt vom eigenen handwerklichen Geschick und vom Zustand des Fahrrads, das man umbauen möchte, ab. Und das war's schon wieder mit Einfach Genial für heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Der Herr Neupert dürfte auch gleich kommen. Steht Ihnen übrigens im Anschluss an die Sendung im Chat zur Verfügung, wenn Sie irgendwelche Fragen über Pedelecs, E-Bikes oder elektrische Fahrräder haben. Da ist er. Vielen Dank. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und besten Dank für Ihre Ausdauer. Ja. Sehr, sehr löblich. Danke für den Besuch. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, machen's gut.